Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und nachdem wir bereits die erste FIFA 22 Legen wir los SBC abgeschlossen haben, die uns erst alle weiteren SBCs freischaltet, fahren wir jetzt fort mit der zweiten Grundlagen-SBC. Weiter geht's. Dort erlernen wir weitere Teamaufbautechniken und keine Sorge, ich nehme euch da Schritt für Schritt mit an die Hand. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, gerne auch mit einem kostenlosen Abo, um weitere SBC-Lösungen nicht zu verpassen. Gerne aber auch ein Like oder einen Kommentar unter dem Video. Weiter geht's, starten wir rein und als Belohnung für alle SBCs erhalten wir das Premium Leihspieler Belohnungspack und das schauen wir uns im Anschluss natürlich gemeinsam an. Es gibt ein paar Besonderheiten, auf die wir in dieser SBC eingehen, aber alles Schritt für Schritt. Keine Sorge, das machen wir. Feste Felder, korrekte Position, perfekte Verbindung und treue Jungs sind die SBCs, die wir hier gemeinsam lösen. Und die erste sollten wir auch als erstes abschließen, denn hier bekommen wir Positionsveränderungskarten, die uns in der zweiten SBC weiterhelfen. Schauen wir uns kurz an. Hier haben wir rechter Flügel auf den rechten Stürmer, linker Flügel auf den linken Stürmer und genau die benötigen wir für die zweite SBC. Natürlich könnten wir diese auch kaufen, aber das wäre dann unnütz, denn wir bekommen sie ja hier in der SBC. Feste Felder und die Bedingungen sind folgt, liegen genau 2, Länderregion genau 2, Teamchemie 43 und Anzahl der Spieler 2. EA gibt uns Slots vor, das sind diese hier mit den deutschen Spielern aus der englischen Ligen. Und hier unten in der IV-Position haben wir 2 englische Spieler, auch aus der ersten englischen Liga und aus der zweiten englischen Liga. Wir benötigen einfach nur einen englischen ZDM und einen Stürmer. Habt ihr vielleicht noch einen Erstbesitzer, das würde euch helfen. Ich habe hier ein paar Bronze-Packs geöffnet, denn wir brauchen, also Erstbesitzer bedeutet, dass wir diese aus den Packs generiert haben und oder jedenfalls nach 10 Spielen oder mit 10 Spielen, dann bekommt der Spieler auch einen Loyalitätsbonus. Das sehen wir hier an diesen grünen Wappen. Nicht den Vereinswappen, aber unter dem Vereinswappen, dann hat er den Loyalitätsbonus. Dieser Spieler hier, der deutsche Spieler, hat ihn und der englische Spieler nicht. Aber wäre egal, vielleicht habe ich noch einen anderen deutschen Spieler. Ich schaue mal gerade. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Wenn das jetzt auch noch, vielleicht habe ich noch einen Stürmer. Ja, den Bornemann, aber das ist auch einer mit der Loyalität. Hier habe ich noch, na, das würde nicht passen, aber genau so machen wir es. Ihr kauft euch einfach einen deutschen Stürmer und einfach einen ZDM der englischen Nation und habt das Ganze gelöst. Ist nicht so teuer. Ich zeige euch auch gerne noch den Namen. Hierfür habe ich 600 Coins bezahlt, aber das ist auch noch relativ am Anfang. Ihr bezahlt dafür sicherlich so 200, wie gesagt, bis 600. Mehr solltet ihr dafür aber auch nicht bezahlen. Vielleicht habt ihr noch einen im Verein und das würde euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und das Ganze geben wir jetzt hier ab, weil wir brauchen auf jeden Fall die Positionsveränderungskarten für die nächste SBC. Und hier haben wir es. Das Bronze-Pack machen wir später auf. Wir fügen die dem Verein hinzu. Und jetzt gehen wir zu der zweiten SBC, korrekte Position. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Spieler verwenden, die einen Erstbesitzer, also wie eben erklärt, bereits haben. Also wir brauchen einen Stürmer, einen rechten Flügelspieler und einen linken Flügelspieler. Und die hat man eigentlich, wenn man vielleicht schon ein paar Starter-Packs gezogen hat, vielleicht noch einen Treuebonus und dann hat man auf jeden Fall linker Flügel, rechter Flügel und Stürmer hat man auf jeden Fall im Verein. Ansonsten, wenn ihr keinen habt, tut euch auf jeden Fall nicht die 10 Spiele an, zieht vielleicht ein paar Bronze-Packs, ihr bekommt das, also ich habe die sofort nach irgendwie 2-3 Packs bekommen und hatte dann keine Probleme, dort diese Karten so zu erhalten. Ich habe sogar noch ein paar mehr, wir können da mal reingehen. Also Dreieck gucke ich in den Verein auf der Playstation und Y natürlich auf der Xbox und dann schauen wir uns die Position an. Es ist auch völlig egal, es kann auch ein Goldspieler sein und hier haben wir zum Beispiel sogar einen Libertadores. Ich bin mir gar nicht so sicher, was das für eine Karte nochmal ist. CONMEBOL-Karte. Okay, und die könnten wir theoretisch hier auch einsetzen. Wichtig ist, wir haben jetzt nur
12 Chemie. Und wie ändern wir das? Genau mit dieser Positionsmodifikationskarte. Also, gehen wir drauf. Und das haben wir gerade erhalten. Linker Flügel auf linker Stürmer. Das haben wir erledigt. Okay, dann haben wir schon mal 11 Chemie. Und wir haben hier noch den Kwai Xiang. Rechter Flügel auf rechter Stürmer. Das haben wir auch erledigt. Und perfekt, wir haben die Chemie. Es kann unter Umständen mal sein, dass ihr zwar die Chemie habt, 12 Chemie, wie hier angezeigt, und dann sollten die Bedingungen erfüllt sein, aber es sich irgendwie nichts ändert. Geht dann einfach nochmal hier ganz kurz raus und wieder rein und dann kann es sein, dass das jetzt wieder alles grün leuchtet und ihr die SBC so abgeben könnt. Okay, und das Ganze tun wir jetzt einmal. Und wir erhalten hier nochmal ein Pack. Ja gut, das machen wir dann im Anschluss. Machen wir alle Packs auf. Und jetzt zu der zweiten oder zu der dritten SBC perfekte Verbindungen. Und hier, ich gehe auch einmal hier die Bedingungen einmal durch. Spieler aus demselben Land, derselben Region, Max 2. Spieler aus einem Verein, Max 2. Silber mindestens 2 Spieler, Teamchemie 40. Und Anzahl der Spieler 5. Also 5 Spieler brauchen wir auf jeden Fall. Der Rest, der ist wieder zu. Und ich schaue einmal gerade, welche Liga ich verwendet habe. Belgien. Ihr braucht eine Liga. Also geht am besten in eine Liga rein. Das muss nicht die belgische Liga sein, das kann auch die Eredivisie-Liga sein. Also die erste niederländische Liga, vielleicht die französische zweite Liga. Und kauft euch einfach 2 Silberspieler. Wichtig ist hierbei, wir haben Begrenzung von 2 Nationen und 2 Vereinen. Ich habe hier genau 2 Vereine drin. Das ist, wie heißt der Verein? Brügge irgendwas. Cercle Brügge habe ich genau 2 Vereine. Also 2 Spieler aus einem Verein. Genau. Und 2 Nationen habe ich somit auch. Und kann das Ganze somit easy abgeben. Also geht auf jeden Fall auf eine Liga. Und vielleicht auch noch, damit ihr die Chemie locker zusammenbekommt. Und das habe ich hier mit 45. Und ich habe alles gekauft. Wir gehen nochmal die Spieler durch. Das hier ist dieser junge Mann. Der IV Jesper Daland. Und auch so bekommen wir das gelöst. Ihr müsst diese Spieler nicht nachkaufen. Achtet einfach drauf, dass ihr auf eine Liga geht. Holt euch am besten auch noch 2 mit derselben Nationalität. Das kriegt man meistens eh hin. Und dann der Rest muss natürlich eine andere Nationalität sein. Und ihr könnt maximal 2 Spieler aus demselben Verein hinzufügen. Okay, und das war auch nicht so schwer. Und dann gehen wir das auch einmal so ab. Falls ihr Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram anschreiben. Ist natürlich unten in der Videobeschreibung mit verlinkt. Und hier bekommen wir das 2 Silberspieler-Pack. Und jetzt, treue Jungs, auch wie es der Name schon verrät, brauchen wir hier. Und da könnt ihr auch woanders nachschauen und euch wenden und drehen, wie ihr möchtet. Ihr braucht Loyalitätsspieler und macht dafür einfach Bronze-Packs auf, bis ihr das Ganze zusammen habt. Also ich habe jetzt hier vielleicht 4 oder 5 Bronze-Packs geöffnet. Klar kosten die etwas, aber dennoch spart ihr euch die 10 Spiele. Entweder, also ihr macht zum einen 10 Spiele mit dem Verein oder ihr habt schon einfach ein paar Packs geöffnet, denn daraus bekommen wir die Erstbesitzer Karten, ohne 10 Spiele zu machen. Geht auf eine Nation, das ist hier die Bedingung. Ich gehe auch einmal ganz kurz durch. Länderregion genau 1, Ligen genau 3. Also wir brauchen 3 unterschiedliche Ligen mit derselben Nation. Und nur so bekommen wir 30 Teamchemie, weil jeder Spieler 10 Chemie hat. Okay, ich hoffe, das war jetzt relativ verständlich erklärt. Ansonsten, wie gesagt, macht ein paar Bronze-Packs auf im Vorfeld. Also es hilft euch ungemein für diese SBCs. Okay, und dann geben wir auch das einmal ab. Und somit haben wir die Weiter geht's SBC abgeschlossen. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir in den Packs hatten. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder lasst mir auch einen Kommentar da, falls irgendetwas war, was nicht ganz selbstverständlich war. Ich weiß, manchmal ist es nicht so leicht, aber vielleicht schaut einfach nochmal nach. Habt ihr vielleicht die richtigen Links? Habt ihr vielleicht einen Spieler irgendwie vertauscht? Position passt nicht.
Es kann immer was sein. Schickt mir da gerne einen Screen. Ich helfe euch da gerne auf Instagram, wenn etwas falsch ist. Und hier haben wir eine weitere kommende Bull-Karte. Und ein paar Bronzespieler, die theoretisch auch uns weiterhelfen können in diesen SBCs. Keine Frage. Also ich würde immer eine SBC machen, dann das Pack öffnen und dann mal gucken, vielleicht hilft mir das ja weiter für die anderen SBCs. Das ist natürlich der logische Schritt, ja, den man so machen sollte. Okay, ich habe jetzt hier einen Spieler, den ich nicht verwenden kann, deswegen wandert er einfach mal in den Schlund. Weg ist er. Und 2 Silberspieler-Pack, das machen wir natürlich auch noch auf. Vielleicht ist ja was Schönes dabei. Layun 74, warum nicht? Und Van Hecke. Und das vorletzte Pack. Ja, und diese Karten können wir für weitere SBCs immer ganz gut verwenden. Wir haben ja auch schon den Loyalitätsbonus, weil es halt gezogene Karten sind. Und jetzt schauen wir uns das Premium-Leihspieler-Belohnungspack an. Und da bin ich mal gespannt, vielleicht kommt ja was Gutes raus, was man vielleicht in den Freundschaftsspielen dann für eine Zeit lang auch spielen kann. Linker Flügelspieler Idrissi, also die Ausbeute vermutlich nicht so gut. Aber doch hier noch ein Whisker, der ist doch für den Start jetzt auch gar nicht so verkehrt. Und ZDM auf ZM kann man auch immer gebrauchen. Also, ja, haben wir das Ganze gemeinsam abgeschlossen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten SBC mit dabei seid und in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace.